Hallo, mein Name ist Tobias Kanner. Ich möchte heute euch unseren neuen Fahrwerksgrupper, den Ventos, vorstellen. Mit dem Ventos schließen wir die Lücke in unserem Programm. Als Dreipunktmaschine bieten wir den Corona an, als große Fahrwerkstechnik den X4 und jetzt mit dem Ventos als Fahrwerksgruppe kompakter gebaut. Eben ganz wichtig, auch in mittelgroßen Betrieben, wo vielleicht auch ein paar kleinstrukturierte Felder auch da sind, damit wir hier auch vernünftig mit der Fahrwerkstechnik arbeiten können. Wir bauen den Ventos in der Arbeitsbreite von 3,90 Meter, 4,50 Meter, so wie wir ihn heute da haben, und mit 5,10 Meter. Wir können hier Arbeitstiefe von 25 cm machen und ebenfalls auch mit der hydraulischen Tiefeneinstellung arbeiten. Und noch einige Besonderheiten, die ich heute euch gerne noch zeigen möchte. Angehängt wird der Ventos über die Unterlenkeranhängung vom Schlepper, Kategorie 3. Die Tiefenregulierung, Tiefeneinstellungen machen wir über unsere Stützräder. Diese sind mechanisch mit der Koppelstange, mit der Walzen verbunden. Und über Bewegungen von den vorderen zwei Hydraulikzylindern stellen wir hier quasi die Arbeitstiefe ein von der Maschine. Wichtig ist natürlich hier auch optional unsere Deichselsteuerung, intelligente Deichselsteuerung. Hier haben wir die Möglichkeit, den Unterzug vom Grupper, von der Schare, mittels den Zylinder auf den Schlepper zu übergeben. Das spricht, dass wir quasi den Schlepper hinten belasten, ballastieren, damit der seine Leistung auf den Boden bringt, beziehungsweise wir auch kraftsparender hier unterwegs sind. Der Ventos ist ein vierbalgiger Fahrwerksgrupper mit einem Strichabstand von 300 mm. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, die Maschine hier als Standardausführung mit der Scherschraube zu haben. Ansonsten die Möglichkeit, die mechanische oder hydraulische Steinsicherung. Serienmäßig ist auch wieder unser Connect 40 System verbaut, mit dem wir schnell die Werkzeuge wechseln können, um die Maschine als Flachgrupper einzusetzen. Sprich, wir können hier unsere Gänsefußschare montieren, aber auch klassisch hier dreiteilig mit unserer Spitze, Leitblech und Flügel für die erste Stoppelbearbeitung. Ohne Flügel etwas tiefer runter zu gehen mit unseren 80er Scharspitzen. Oder wenn man natürlich mal richtig lockern möchte, aber nicht viel Material hochholen möchte, kann man hier auch die 55er Meißel draufsetzen. Also der Grupper ist sehr universell einsetzbar, dank unserem Schnellwechselsystem, was wir hier serienmäßig verbauen. Neu am Ventos haben wir unsere zentrale Einstellmöglichkeit von unseren Einebnungswerkzeugen. Das Ganze hier quasi verträgesichert und über die Kurbel sauber in der Höhe einzustellen. Als Einebnungswerkzeuge haben wir hier zwei Möglichkeiten, aus denen wir wählen können. Einmal klassisch die für Kanner bekannten Stannräder, welche im Corona auch im X4 verbaut sind, wo hier einfach eine schöne Querverteilung haben von der Masse her. Alternativ hier bieten wir im Ventos die Option an, auch Blattfedern, Zustreicher einzubauen. Hier einfach, ich sage mal, auch ein bisschen kostengünstige Alternative, was wir im Programm haben. Massiv mit Rundstahl unten ausgeführt, wo einfach auch durch das Rundstahl das Material schon vorher ein bisschen loslassen und nicht immer komplett zur Seite räumen. Und da erzeugen wir hier auch eine schöne Durchmischung des Materials. Aber beides wichtig von den Werkzeugen, die müssen natürlich vor der Walze einebnen, damit die Walze eine ebene Fläche hat, um ruhig laufen zu können und natürlich hier auch eine optimale Arbeit zu machen. Hier an der Maschine auch wieder verbaut unsere bekannte Cracker-Walze. Cracker-Walze für schwere, mittelschwere Böden mit unserem bekannten Messersystem, was wir drin haben, indem wir, ich sage mal, die groben Schollen schön zerkleinern, eine optimale Zerkleinerung, eine optimale Rückverfestigung erreichen. Alternativ für etwas leichtere Standorte auch die Möglichkeit, die Doppelsandwalze, die ganz einfach mehr Aufstandsfläche hat und einfach die Maschine auch in der Tiefe führt, damit die Walze nicht zu tief einsinkt, eben halt für leichtere Standorte geeignet. Für beide Walzensystemen die Möglichkeit noch am Schluss einen Doppelabschlussstriegel zu montieren, um einfach das Material noch ein bisschen rauszukämmen und auf der Oberfläche abzulegen. Weil wir hier beim Ventos auch über die 3,5 Tonnen kommen, benötigen wir für die Straßenfahrt die Straßenzulassung. Hierzu ist natürlich wichtig die Beleuchtung, Druckluftanlage und mit diesen ganzen Einheiten können wir die Maschine abnehmen lassen und können somit mit 40 km/h ganz offiziell auf den Straßen unterwegs sein. Mit dem Ventos haben wir die Lücke geschlossen zwischen dem Corona und dem großen Fahrwerksgrupper X4. Der Ventos besticht durch seine Wendigkeit, gerade interessant für mittelgroße Betriebe, kleinstrukturierte Flächen. Ja, wir haben hier wahnsinnig viele Möglichkeiten von dem Einsatzspektrum her mit den verschiedenen Werkzeugen. Der Verkaufsstart des Ventos ist ab sofort. Wir werden im Feld unterwegs sein.
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr die Maschine live sehen wollt, ruft uns an oder euren Kannerhändler. Ich bedanke mich für das Interesse, dass ihr das Video angeschaut habt und wir sehen uns. Bis bald.